The people that think we live in a globe. Das sind die Leute, die denken, wir leben auf einem Planeten. That probably circle a sun. Allegedly. And this is the mentality of the people reading the book. Und das war die Vorstellung von den Menschen, die dieses Buch zum ersten Mal gelesen haben. Their whole idea was there was this huge chunk of land. Ihre ganze Vorstellung war, dass es so eine große Erdoberfläche gab, That was resting on these pillars. die auf Säulen gegründet ist. There was a place underneath the land, Unter dem Land gab es noch einen Ort, which they called Sheol. das nannten sie Sheol. And then there was this firmament above that had like the stars and moon and the sun kind of bounced around. Da gab es so ein Firmament darüber, wo sich die Sterne und Mond und Sonne bewegt haben. If we want to get more technical, they thought there was these little windows in it. Und um genauer zu sein, ich dachte, da gibt es so kleine Fenster drin. Those were the windows to heaven. Und das waren die Fenster im Himmel. So, a nice, beautiful, easy example of showing mindset changes over the years. Und das zeigt euch wieder, wie sich die Denkweise unterscheidet von damals zu heute. So, what you're saying is that the people who read Genesis first thought of that. Yes. Okay. Ja, genau. Die Leute, die zum ersten Mal 1. Mose gelesen haben, haben sich das so vorgestellt. Das war ihre Weltsicht. Waren das Leute aus, wo kamen die her, die Leute, die das gelesen haben? Where will those people from who first read? We'll get into that. Dazu kommen wir noch. We are then going to jump to our second section of the morning. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Morgens. And it is called authorship and dating. Die Verfasserschaft und die Datierung. Now, to date a book, Ein Buch zu datieren, you have to take it up to dinner. muss man es zum Abendessen ausgeben. Wow. You have to know who actually wrote it. Um ein Datum für ein Buch zu finden, muss man wissen, wer es wirklich geschrieben hat. Once you figure out who kind of wrote the book, Wenn man dann eine Ahnung hat, wer es geschrieben hat, it's easier to place that person in history dann können wir schauen, wann lebte diese Person in der Geschichte. than finding out when just a random book was written. Und es ist viel einfacher, als sich so Gedanken zu machen, wann es so geschrieben wurde. So we're going to look at authorship quickly. Und deswegen schauen wir uns zuerst an, wer das Ding wohl geschrieben hat. And it gets kind of confusing to begin with. Und es ist erstmal ein bisschen verwirrend. And I apologize if I pick on the theory that you might already believe. Und es tut mir voll leid, wenn ich vielleicht ein bisschen auch manche Dinge in Frage stelle, die ihr glaubt. But there are typically in a lot of things. Can I erase your phone number? Do you want to call me? I already can call you. Take you out on a date Right, with a book? with the book. You have two main theories typically in a lot of things. One is more what we like to call the liberal side. Zur Entstehung von 1. Mose oder von Pentateuch gibt es im Prinzip zwei Haupttheorien. Die eine ist auf der liberalen Seite And then we also have the conservative side. und dann haben wir auf der anderen Seite die konservative Sicht davon. And then we have like hundreds of theories in between. Dann gibt es 100 Theorien dazwischen drin. The joy that the Bible has been around for so long Weil es die Bibel ja jetzt schon ein Weilchen gibt, means lots of people have different views. haben sich viele Leute ihre eigene Meinung dazu gebildet. So what I'm going to do is briefly explain liberal side, Ich erkläre euch jetzt kurz die ganz liberale Seite briefly explain conservative side, und die ganz konservative. and then either pick a spot in between. Welche? They can, yeah. But for my teaching, I will too. Überlegen, wo ihr steht, ob es vielleicht irgendwo dazwischen ist. But it's something for you to understand. Ich möchte einfach, dass ihr dieses Spektrum versteht. This is something that will come up lots in the DBS, hopefully. This one. The viewpoints of liberal to conservative and in between. Dass es da so ganz unterschiedliche Meinungen gibt, von liberal bis konservativ, ist etwas, was ihr noch viel sehen werdet in der DBS. We will have some people that went to a church that taught something over here. Manche von euch kommen vielleicht aus einer Gemeinde, die eher was Liberales euch gelehrt hat. And then maybe some churches taught over here. Manche von euch aus einer Gemeinde, wo voll die konservative Sicht vertreten wird. Does that mean one church is going to hell? Heißt es jetzt, die eine Gemeinde geht zur Hölle?
And the other church not? und die andere nicht? Absolutely not. Nein, wirklich nicht. It's something that we also need to address about ourselves. Das ist auch was wir in uns selbst sehen müssen. When we hear other theories, Wenn wir anderen Theorien begegnen. people have been fighting over the Bible for millennia. Menschen haben schon Jahrtausende lang über die richtige Auslegung der Bibel gekämpft. I doubt by the time you die, you will have every answer for the Bible. Und ich glaube kaum, dass du bis zu deinem Lebensende jede Antwort für die Bibel gefunden hast. It is an aspect of continual learning. Sondern es geht darum, immer ein bisschen weiter zu lernen. And for part of your life, you might be over here, Und Teil deines Lebens bist du vielleicht eher auf der einen Seite. and then you might be like, oh, I like this side more because now I understand the different aspect of it. Und dann irgendwann denkst du dir vielleicht, oh, jetzt tendiere ich eher zur anderen Seite, weil ich da einen neuen Aspekt begriffen habe. And then 10 years pass and you're like, actually, I think I'm more back to this side. Und 10 Jahre später kann es sein, dass du sagst, vielleicht bin ich wieder mehr der Seite. And then you go back to this side. Und dann wieder auf die Seite. And life is just one confusing conglomerate of mess. It's just a mess. Just go with a mess. Can't even say the words anymore. How do I say this in a way that doesn't confuse Emma? Also das Leben verändert sich manchmal. Sometimes there's change in life. So yeah, be open to hear different things when you're in the school. Seid einfach offen dafür, andere Meinungen auch kennenzulernen, wenn ihr in diesem Kurs seid. But in your life afterwards, be open to hear different things too. Und auch im Leben nach der DBS, seid offen dazu, Leuten mit anderen Meinungen zuzuhören. And maybe a good friend of yours believes something different. Vielleicht hast du sogar einen guten Freund, der eine andere Meinung hat. It doesn't mean you need to argue until the cows come home that you're right. Das heißt nicht, dass man streiten muss, bis die Kühe abends in den Stall kommen. Because maybe they're actually right. Kann ja sein, dass die eigentlich recht haben. Maybe you're both wrong. Vielleicht habt ihr beide Unrecht. And so to stay open and to continue to love each other. Also lasst uns da offen bleiben im Herzen und einander weiterhin lieben. Agreeing to disagree can be miraculous. Übereinzukommen, auch mal uneins zu sein über ein bestimmtes Thema, ist voll okay. But the Bible goes constantly to show how to focus on God still. Aber worum es geht in der Bibel ist, dass wir uns dabei auf Gott konzentrieren. To love each other. Und dass wir einander lieben. Whether they think something different about a verse in the Bible, Ob jemand jetzt eine andere Meinung hat über einen bestimmten Bibelvers or if they think the same. oder wenn sie genau dasselbe glauben. That's my little pitch in there. Das wollte ich euch so weitergeben. Jump into authorship. Schauen wir uns also die Verfasserschaft an. Wer ist der Autor von 1. Mose? Like I said, I'm going to talk about two. Wie gesagt, ich werde zwei Theorien jetzt besonders stark beleuchten. We're going to have a glorious J.E. theory, Auf der einen Seite haben wir so eine JE-Theorie and then we're going to have a Moses theory. und eine Moses-Theorie. I'm going to say most of the Germans are going to stick with the Moses theory. Ja. Ich denke, die meisten Deutsche tendieren vielleicht zur Mose-Theorie, Since that's what the book is called. weil das Buch 1. Mose heißt. Maybe the reason why the book was called that. Vielleicht ist das der Grund, warum das Buch 1. Mose heißt, weil Moses geschrieben hat. And for the rest that are confused, the Germans say the first 5 books of Moses. Die das jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt hat von den Englischsprachigen, die wissen, auf Englisch heißt es eben nicht Alles. 1. Mose. What they call the Pentateuch. They don't have Genesis, Exodus, Leviticus. They have first book of Moses, second book of Moses, third book of Moses. Das brauche ich easier. nicht. You don't want all these crazy words? What is it meaning on the left side? That is the theory I'm about to jump into. In die Theorie springen wir jetzt gleich rein. So, when you're reading the book of Genesis, Wenn ihr das Buch 1. Mose lest, you'll notice that it sometimes repeats itself, wird euch auffallen, dass es sich manchmal wiederholt. sometimes changes how it repeats itself. Und manchmal verändert sich es sich leicht darin, wie es sich wiederholt. And a guy in the 1750s Und ein Typ in den 1750ern came up with this theory hat so eine Theorie dazu entwickelt, that there are 2 authors of the book of Genesis. dass es 2 Autoren gibt im Buch 1. Mose.
he saw that in one passage it was using Jehovah or Yahweh all the time, Ihm ist aufgefallen, dass in einem Abschnitt ständig der Name Yahweh benutzt wird, which is to be or he is. was bedeutet, ich bin der ich bin oder er ist. And then the next passage was always using Elohim. Und im nächsten Abschnitt heißt es dann plötzlich Elohim, wenn von Gott geredet wird. Yes. Which is just a very generic way to say God or deity. Was ganz allgemein Gott oder Gottheit bedeutet. And so he started noticing this change of scripture. Und dem ist also aufgefallen, dass sich dieser Name innerhalb von dem Buch immer mal wieder so verändert. And he was like, I have an idea. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee. Moses isn't the author, Mose war nicht der Autor. it's two other guys. Dieser zwei anderen Typen. One that had a very personal relationship with God, Einer, der eine sehr persönliche Beziehung mit Gott hatte. and one that was more like generic, just wanted to tell some history facts. Und einer, der es mehr darum ging, allgemein ein paar Geschichtsfakten aufzuschreiben. So he came up with this theory, Und dann hat er also diese Theorie entwickelt. and like most theories in the world, it got a lot of backlash, Und erstmal gab es starke Reaktionen dagegen, wie das meistens mit einer neuen Theorie geschieht. because that's what we're supposed to do when we hear something new. Wenn wir was Neues hören, sollen wir erstmal uns dagegen stecken. But a few years later, Aber ein paar Jahre später other people were jumping on this theory. es sind da manche andere Leute mit dazugekommen zu dieser Theorie. And they said, there's not just two people writing it, Und die haben dann gesagt, es gab nicht nur zwei Leute, die das geschrieben haben. there's a third. Da gab es noch einen. Now this is probably the most popular of the theories in this site. Und das ist vielleicht die populärste Theorie, die es auf der Seite gibt. It either goes with the JEP, Entweder das JEP or I think it's RJE. oder RJE. So what they said was this other source was either a redactor, Entweder sagen sie, die weitere Quelle war ein Editor or just some random priest. oder ein Priester. Also jemand, der den Text überarbeitet hat, entweder heißt er so, Überarbeiter, oder priesterlich. As time went on, Und dann ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Question. Yep. What do you mean by a redactor? The third being a redactor. there was two massive texts, Das wäre dann so die Vorstellung mit dem Überarbeiter, dass es da zwei Haupttexte gab. like a whole book of Genesis with using Jehovah, Im Prinzip ein ganzes Buch 1. Mose, wo der Name Yahweh benutzt wurde. and a whole text of Genesis with using Elohim. Und dann ein Text von 1. Mose, wo Elohim als Gottesname verwendet wird. And he cut and spliced and made his own book. Und dieser, was sagt man dazu, Überarbeiter, der den Text überarbeitet hat, der hat die zwei dann irgendwie zusammengesetzt. And so he took out a bunch of parts and then put in a bunch of parts. Hat ein paar Dinge daraus genommen und von da dazugefügt und so weiter. Neither of the original authors were Moses, though, according to this theory, or do we not know? It depended at the time period of who was thinking of this Okay, that's theory. fine. Und je nachdem, wann die Leute diese Theorie, mit dieser Theorie gespielt haben, war vielleicht Mose einer von diesen Autoren oder auch nicht. So, the other confusion with this theory is that the Pentateuch has always been grouped together. Die Verwirrung mit dieser Theorie besteht auch darin, dass der Pentateuch, also die 5 Bücher Mose, immer zusammen gesehen werden. We already see in the book of Joshua Im Buch Josua sehen wir, how it talks about the law, dass da von dem Gesetz die Rede ist. which is the first 5 books. Und da wird das Gesetz, also die Torah, erwähnt und das sind ja die ersten 5 Bücher Mose. And so then this theory started having to examine all 5 books at the same time, not just Genesis. Dann wurde diese Theorie also auf die ganzen ersten 5 Bücher Mose angewandt, nicht nur auf 1. Mose. And then just to make it even more confusing, they added more letters. Um es dann noch ein bisschen spannender zu machen, haben sie noch mehr Buchstaben dazu gefügt. Now write them all down. Oh, yep. I'm sorry. Why did they start analyzing 5 of the books? Because it is always referred to as the law or the Pentateuch or the Torah. They have always been grouped together. From as early as they can tell, even in the book of Joshua, which is like right after the Pentateuch. Weil ja die ersten 5
Bücher der Bibel immer so als eine Einheit gesehen werden, die 5 Bücher Mose oder der Pentateuch oder die Tora, haben sie da angefangen, diese als Ganzes zu betrachten mit dieser Methode. So we see, as soon as the Israelites moved into the Promised Land, they were already talking about these books as a conglomerate. Und schon zur Zeit von Josua, als die Israeliten ins verheißene Land eingezogen sind, haben sie dieses als ein Buch betrachtet, als ein Gesetz. This is when I think the theory then just got blown out of the water. Und da wurde es ziemlich wild mit der Theorie. It became the LJEBDHP theory. Irgendjemand hat dann mal eine LJEBTHP-Theorie draus gemacht. Which was, they started saying parts of verses were added or put into by this person, that person, and the next person. Es ging so weit, dass sie gesagt haben, ja, aber gut, aber dieser Vers, den müssen wir teilen, denn die Hälfte davon wurde von der Person eingefügt und die andere Hälfte von einer anderen Person. And they said it's so complex and detailed, it couldn't have been written a long time ago. Und dann haben sie gesagt, das Ganze ist so komplex und detailliert, das kann gar nicht von einer langen Zeit geschrieben worden sein. It must have been written just before Christ. Und es muss direkt vor Jesus Leben geschrieben worden sein. Then this weird thing happened and the Dead Sea Scrolls were found. Und dann ist was Komisches passiert, da wurden die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden. And they saw that it had the Pentateuch as a whole as it is now. Und da hat man dann gesehen, da war schon der ganze Pentateuch, die ganzen 5 Bücher Mose enthalten, in derselben Form, wie wir sie heute haben. Then they changed and said, this was written either during the exile in Babylon, Dann mussten sie das Ganze also ein bisschen später, ein bisschen früher datieren, ein bisschen früher in der Geschichte datieren. Haben gesagt, vielleicht zur Zeit des babylonischen Exils. which you'll learn about in like week 6, Etwas, was ihr in ein paar Wochen genauer lernen werdet. or shortly after, like in the time period of Esther. Oder vielleicht kurz nach dem Exil, so zur Zeit von Esther. And so it's kind of always morphing and changing this theory. Ihr seht also, diese Theorie, die hat sich immer so ein bisschen verwandelt. By saying, this person wrote it, no, this person wrote it, no, it was this person, no, it was that person. Je nachdem, wer man glaubt, dass es geschrieben hat, war die Person und die hat noch darum gedoktert, hat sich die Theorie immer weit verändert. Did that make sense? How are we going to the question? Ist das Just a quick one. Yep. Does the JE in the original version stand for anything? The original, it was Jehovah and Elohim. Okay. Yeah. Genau, im Original, also das JE, das stand für Yahweh und Elohim. Does that kind of make sense? Do you want me to try and elaborate it a little bit? I can go into universities and all sorts of other weird conversations related to it. But if we're good, then I'm gonna just jump into the total opposite side of the spectrum. Wenn ihr meint, ihr habt hier so ein bisschen eine Vorstellung davon, was da passiert ist, der Sichtweise, dann setzen wir mal da mal einen Punkt dahinter und dann zeige ich euch, was auf der anderen, im anderen Extrem darüber geglaubt wird. What's the difference between Yahweh and Elohim? It's their meanings. One is a generic name for God, Die Bedeutung von diesen 2 Namen. Eines ist ein sehr allgemeiner Name für Gott. and then Jehovah is like the name of God that he gives the people, like Yahweh. Und Yahweh ist dann der Name, den Gott seinem Volk verkündet, der Bündnisname. So it's a very personal or just general God. Es geht also darum, einmal will Gott sehr persönlich sehen, einmal allgemein. There's also an issue with dating. One of those names was more common at one time and the other at another time, so then they say. It was written down. Yes. I'm not sure if you already mentioned it, but what do those people believe today? Those literary people? Most of them will fall under this category, Heute fallen die meisten Leute unter diese Kategorie. but that's what I mean by there are hundreds, if not thousands, of steps in between. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt da ganz viele Möglichkeiten mitten dazwischen irgendwie was zu glauben. Where some will say, oh, maybe it's just partly Moses book and partly a JE book. Manche würden zum Beispiel sagen, ich glaube, es ist teilweise von Mose geschrieben und teilweise von JE
überarbeitet oder so. And so we have this like crazy spectrum, and I'm just trying to do the polar sides. Wir haben also dann ein sehr breites Spektrum und ich möchte euch die zwei Extreme davon erklären. So other side is Moses, Auf der anderen Seite haben wir Mose, but everybody, even the most extreme, will say later editing. aber alle, selbst die, die ganz konservativ an das rangehen und sagen, Mose hat es geschrieben, würden sagen, es gab noch eine spätere Überarbeitung. They get this from looking within the Bible. Und das sieht man, wenn man sich Verse in diesem Teil der Bibel anschaut. So in Acts chapter 7 verse 22, it says, and Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, he was mighty in his words and deeds. In Apostelgeschichte 7, 22 heißt es, Which verse was this? I'm looking at the English translation. Acts 7 verse 22. Da ist auch eine deutsche Bibel von mir. So, Apostelgeschichte 7, 22, da heißt es, Mose wurde in allem Mose wurde in allem Wissen der Ägypter unterrichtet und wuchs zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann heran. Question. Sorry, I missed that first part. Did you say that they think Moses edited it later after it was written? They say Moses wrote the books, Yeah. and then it was later edited. Okay. Thanks. Auch die, die glauben, dass Mose das ganze Buch geschrieben hat, glauben, dass später noch jemand ein bisschen was überarbeitet hat. So to throw a little confusion in there, just for a quick explanation, So als kurze Erklärung, um ein bisschen zu verwenden. I'll explain this a little bit, but we'll say Moses was, the Exodus was in 1446. Sagen wir mal, der Auszug aus Ägypten war so um 1446 vor Christus. So we'll say that's when he wrote the book roughly. Und dann würde man sagen, ungefähr zu der Zeit hat Mose das Buch geschrieben. It says Abraham came from Ur of the Chaldeans. Jetzt heißt es in 1. Mose über Abraham, er kam aus Ur der Chaldäer. Ur was a very popular city, and it is ridiculously old. Ur war eine sehr bekannte Stadt und die ist schon super alt. But it only became of the Chaldeans in about 800 to 1000 BC. Aber es wurde erst zum Ur der Chaldäer ungefähr 1000 bis 800 vor Christus, also deutlich später. It was Ur, which of Samaria, or Sumer actually, it was Sumer, Das war Ur, wo die Sumerer davor gewohnt haben, zu der Zeit. which was just the previous owner of the city. It was a capital city. Das war die Zivilisation, die Sumerer, die damals da gelebt haben und ihre Hauptstadt da hatten. And the Chaldeans and the Babylonians started rising, Die Chaldäer, oder auch so die Stämme der Babylonier, da haben dann später da sich entwickelt. and that's when it changed in around this time period and became of the Chaldeans. Später dann, ungefähr zu dieser Zeit, 1000 vor Christus, wurde Ur dann Ur der Chaldäer, weil die Chaldäer dann da wohnten. Which would have been editing of more just trying to make the common person understand the Bible more. Das heißt, da hat jemand zumindest diesen Ortsnamen ausgetauscht, damit die Leute zu seiner Zeit dann verstanden, um welchen Ort es geht. And this is another sub-belief of the Moses. No, this is like the most extreme conservative side will say there was later editing. By Moses? No, and by some, probably by the scribes. Because obviously Moses didn't live anymore in that time before Christ, right? Also selbst wenn man sehr konservativ sagt, Mose hat das ganze Buch geschrieben, wird man doch diese Verse sehen und deswegen sagen, irgendjemand hat später nochmal zumindest ein paar Ausnahmen aktualisiert. And we will see this throughout the Pentateuch actually, Und so einzelne Verse sieht man in den ersten 5 Büchern Mose hier und da. where places will say, have a different name than they did at that time period. Wo bestimmte Orte oder Städte einen anderen Namen haben, als sie zu der Zeit, wo die Geschichte passiert ist. And even in Kings and Chronicles, we see when it says to this day.
in den Büchern Könige und Chronik, da heißt es manchmal bis zum heutigen Tag. How it shows how they're trying to help the people understand that that place either still exists or it doesn't exist. Wo der Überarbeiter dann so einen kleinen Hinweis gibt den Leuten zu seiner Zeit, ob diese Stadt noch existiert oder nicht mehr existiert. Do people understand later editing? Versteht ihr, was damit gemeint ist, dass da später noch was überarbeitet oder aktualisiert wurde? So going back to Moses and all the passages about him. Maybe, can I just say a quick thing? Fire away! There's nothing wrong with a little bit of later editing in the Bible. It doesn't take away any of its credibility. It's just like, for example, in a modern day translation, if I make the choice to say, so Abraham was from Ur in modern day Iraq. Yeah, it would be pretty strange to read that in the Bible, but that's basically what they did. Yeah. So, of course, it shows that the Bible is being read and studied, and that people, as they were making copies, that sometimes they felt free to say, this is Ur of the Chaldeans. This is nowadays Ur of the Chaldeans, and it's just it just shows that someone felt like he was able to just update that name. Do you want to translate yourself on that? It was 1,800 before Christ. We'll get into dating after we finish up with You wrote Moses. 1,000 on the table, but you said 1,800. No, then it was 1,000. 1,000 before 1,000 Christ. and 1,400 something. Yeah. I said Ur of the Chaldeans came around between 800 and 1000 BC. Ah, okay. Okay, yeah. Thank you. That's where they Thank you. Going along with what Manu said, when it comes to making changes to the Bible. Also, Manu hat ja gerade angesprochen, manchmal wurden da so leicht Veränderungen gemacht in der Bibel. We're doing some jumping around, but it's all good. Und wir springen ein bisschen hin und her, aber das ist okay. We can also see it in new translations, like he was saying. Das kann man teilweise auch in neueren Bibelübersetzungen beobachten. In some translations of the Bible, they will even change how Jesus' parables are worded or explained. Zum Beispiel wird manchmal in neueren Übersetzungen sogar leicht verändert, wie Jesus Gleichnisse, welche Worte für Jesus Gleichnisse benutzt werden. So that the local people who have never had a Bible before will better understand what Jesus is actually trying to say. Damit die Leute irgendwo in einem Stamm, die noch nie eine Bibel für sich hatten, besser verstehen, was Jesus da eigentlich sagt. So it is something that even present-day translators will do quite a bit. Es ist also etwas, was selbst Übersetzer heutzutage ziemlich viel machen. In cultures that have had lots of Bibles built into their culture and DNA, Kulturen, die schon lange eine Bibel haben und wo das schon Teil der Kultur geworden ist, they usually go with needing to be more accurate. denen geht es eher darum, so wie unsere Kultur zum Beispiel, dass die Bibel sehr akkurat das sagt, was damals gesagt wurde. And that is the challenge of translating Bibles around the world nowadays. Und das ist natürlich die Herausforderung dabei, die Bibel für Leute auf der ganzen Welt zu übersetzen heutzutage. Of how liberal to translate, or how loosely to translate the Bible to help the local people understand. Wie stark darf man den Text so anpassen, dass die Leute vor Ort, irgendwo im Urwald, den noch verstehen? Back to Moses. Zurück zu Mose. I'm gonna just like throw out verses, lots of verses here. Jetzt will ich euch einfach mal ein paar Verse geben, und sogar ziemlich viele. That theory is more based on theory and intellectualism and like specific random words. Diese Methode hier basiert mehr auf Analyse, intellektuellen Nachdenken, auf bestimmten Worten. This theory is a lot more based on what the Bible is saying in verses. Diese Theorie basiert mehr darauf, was die Bibel in bestimmten Versen sagt. So if you're wanting to know every single verse, Wenn ihr jeden einzelnen dieser Verse wissen wollt, you can either talk to me in the break or research it yourself. könnt ihr mich in der Pause fragen oder das selbst mal nachforschen. I'm just gonna list them off quick. Ich werde sie einfach mal kurz euch sagen. So in Exodus chapter 17, 14, 24:4, 34, 27 to 28. In 2. Mose 17, 14,
24,4 und 34, 27 bis 28. In Deuteronomy 31:9 and verse 24, Und in 5. Mose 31, Vers 9 und Vers 24. it is either God telling Moses, write these words down, Da heißt es